Was lieben Sie so am Leben in Südafrika? Wie ist Südafrika aus der Krise der letzten Jahre hervorgegangen oder auch aus der momentanen Krise? Ich möchte gerne im Land leben und ich möchte jetzt einen langfristigen Aufenthalt haben, aber ohne vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie einfach und schwierig ist es, Leute anzustellen? Wie sieht es aus, wenn man in Südafrika leben will und vielleicht ein Einkommen durch Mining oder Kryptowährungen halt? Wie ist die Sicherheit dort einzustufen? Wie einfach oder schwer ist es, ein Bankkonto zu eröffnen? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute sprechen wir über Südafrika und auch über die Frage, was reizt eigentlich an Südafrika? Welche Gründe könnte es für Privatiers, Unternehmer, Freiberufler geben, als Wohnsitz oder Unternehmenssitz Südafrika ins Auge zu fassen? Und in den letzten Jahren sind ja immerhin mehr als 8000 Deutsche alleine nach Südafrika ausgewandert. Hinzu kommen noch Schweizer und österreichische Bürger, die auch zu unseren Mandanten gehören. Es kamen aber auch fast 10.000 zurück. So müssen wir heute mal darüber sprechen, was hat Südafrika zu bieten, zu wem passt es, zu wem vielleicht eher nicht. Und dafür haben wir zwei Experten eingeladen, den Herrn Leistner und den Herrn Ketteloth. Herzlich willkommen bei uns. Stellen Sie sich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal kurz vor. Wenn ich anfangen darf, ich heiße Christoph Leistner, bin gebürtiger Südafrikaner und aber auch deutscher Bürger, also Kind von Einwanderern nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich lebe mein ganzes Leben lang hier in Pretoria und bin seit so fast 35 Jahren lang Anwalt, habe viele Jahre lang Strafverteidiger gemacht und aber die letzten ungefähr 2 Jahrzehnte gebe ich mich aus als der Anwalt der deutschen Gemeinde und betreue sehr viele Fälle, die einen Bezug zu Deutschland haben und von daher auch so Deutsche, die sich hier niederlassen wollen. Klasse, vielen Dank. Herr Ketteloth, bitte. Ja, mein Name ist Uli von Ketteloth. Ich bin auch geboren in Johannesburg in Südafrika. Auch meine Eltern sind damals sogar separat ausgewandert. Die haben sich hier kennengelernt in Johannesburg und bin hier aufgewachsen, hier zur Schule gegangen. Bin Wirtschaftsprüfer, also Chartered Accountant, South Africa. Ich war dann nach meiner Ausbildung 5 Jahre in Berlin, unter anderem auch bei der Treuhandanstalt in der Zeit, als die Spannungen in Deutschland waren. Also spannend in dem Sinne, dass Ost und West zusammengewachsen ist. Und ich habe meine Frau dort kennengelernt, die ist aber Südafrikanerin und bin deswegen dann wieder zurückgewandert. Und bin seit 1996 wieder in Südafrika, war jahrelang in der Industrie tätig als Financial Director von einer Engineering-Gesellschaft, die auch also mit deutschsprachigen Eigentümern, die deutschsprachige Eigentümer hatten, und habe mich dann selbstständig gemacht und bin seit über fast 15 Jahre als Steuerberater sozusagen tätig, obwohl es diesen Steuerberater als Beruf so in diesem angelsächsischen Raum nicht so gibt oder nicht so verbreitet ist wie in Deutschland. Aber wir betreuen Mandanten. Ich sage mal, so wie in Deutschland ein Steuerberater Mandanten betreut. Also wir machen Buchhaltung, wir machen Bilanzen, wir helfen bei Mergers, Acquisitions, alles Mögliche. Wir sind also vielseitig aufgestellt und arbeiten dann halt mit Chris Leistner zusammen und betreuen so auch deutsche Mandanten, die hier Immobilien haben oder auch andere mittelständische Unternehmen, die hier Projekte haben, die wir dann betreuen. Vielen Dank für die Vorstellung. Jetzt war für mich interessant, dass Sie sagt, Sie sind schon mal sozusagen nach Deutschland und dann trotzdem sind Sie wieder zurückgegangen nach Südafrika. Also irgendwas muss ja auch für Sie sehr, sehr interessant und angenehm sein in diesem Land. So aus der Ferne hat man natürlich so seine Vorstellung von dem Land, also was man so hört, auch Merkwürdigkeiten.
Also das einzige Land, glaube ich, das ich kenne, das 3 Hauptstädte hat beispielsweise, aber wahrscheinlich gibt es noch viele, viele andere Dinge, die vielleicht anders sind in Südafrika und trotzdem einen bestimmten Reiz haben. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern am Anfang mal ein bisschen plastisch machen. Für Sie, was lieben Sie so am Leben in Südafrika? Also wie kann man sich das Leben in Südafrika vorstellen? Was könnte ein Grund sein, dort leben zu wollen? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also ich glaube, zum einen ist es das Wetter natürlich. Also wir haben vor allen Dingen, glaube ich, in Johannesburg ziemlich das beste Wetter der Welt. Wir haben 200 Sonnentage im Jahr. Wir haben keine Luftfeuchtigkeit oder sehr wenig. Wir haben eine sehr angenehme Wärme und wir haben halt auch keinen Schnee oder sowas. Im Winter wird es aber trotzdem kühl, aber ich sag mal selten unter 0 Grad. Also es ist sehr angenehm, hier zu leben. Und ich glaube, was mich besonders reizt, sind die Weite. Man lebt nicht auf engem Raum, wie ich das in Berlin gewohnt war, wo man aufeinander wohnt sozusagen, sondern ich habe ein angenehmes Häuschen mit meinem Schwimmbad und meiner Sauna etc. Und das kann Golf spielen und solche Sachen. Und die Lebensunterhaltskosten sind meiner Meinung nach erheblich geringer, als sie beispielsweise in Europa sind. Das fängt an, also bei den Häusern oder bei den Immobilien oder Mieten. Und ich sag mal, die ganze Versorgung auch mit Essen und so ist, glaube ich, billiger als in Europa. Ja, und es gibt halt auch viel zu sehen, also Sehenswürdigkeiten, also Tiere, Parks, Beaches und so weiter, gibt es auch alles Mögliche, was man erleben kann. Danke. Herr Leistner, vielleicht können Sie noch was? Ja, ich weiß nicht, ob ich noch viel hinzufügen kann, aber außer dem Wetter und dem vielen Platz, den wir haben, heißt es auch, dass unsere Gesellschaft besonders, wie soll ich sagen, aufgeschlossen und dynamisch sein soll. Also ich habe einen Bruder, der bereits über 30 Jahre lang in Deutschland lebt und will jetzt als Rentner wieder zurückkehren hierher oder großenteils, weil er sagt, also in Europa findet er alles viel mehr eingefahren und weniger dynamisch und weniger Raum für Veränderung und Erneuerung. Das scheint mir auch ein Grund zu sein, warum die deutschen Mandanten, deren Anträge ich hier betreut habe, sich gerne hier niederlassen. Also landschaftlich, glaube ich, gehört ja auch Südafrika sicherlich mit zu den schönsten Ländern überhaupt, ist ja auch touristisch sehr, sehr beliebt. Es gibt ja viele Highlights, also die Nationalparks natürlich, Tafelberg und die verschiedenen Städte, vor allem in Kapstadt, soweit ich weiß. Ich war da noch nie in Südafrika, aber wir haben tatsächlich Mandanten, die von Europa nach Südafrika umgezogen sind und sicherlich die landschaftliche Schönheit, das Klima, wie Sie schon angesprochen haben, steht sicherlich an oberster Stelle. Jetzt Mandanten, mit denen Sie jetzt konkret arbeiten, die Sie kennen, die Sie auch betreuen, was zieht die nach Südafrika? Also in meinem Fall sind es halt sehr oft Mandanten, die, sagen wir, einigermaßen wohl betucht sind, wenn man das so sagen kann, die aus verschiedenen Gründen ein zweites Standbein anderswo einrichten wollen, die also nicht mehr alle Eier in einem Korb in Deutschland haben wollen, sondern ja auch ein Teil des Vermögens anderswo landen lassen. Und das sagte ich neulich schon zu Herrn Taborek. Südafrika ist aus verschiedenen Gründen da attraktiv, aber eine ganz bestimmt ist die Tatsache, dass wir auf derselben Zeitlinie sind. Also es wird immer, man sagt mir immer, ja, ich steige abends in Kapstadt in den Flieger und morgens früh steige ich in Frankfurt raus und bin gut ausgeruht für mein Meeting. Es gibt keinen Jetlag, die Zeit ist halt dieselbe. Kann durchaus ein Grund sein. Herr
Herr Kettelhut, er wollte noch was dazu Ja, sagen. also ich glaube, es gibt sicherlich, zum einen gibt es, mittelständische Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die hier entweder Projekte hatten oder haben in den verschiedenen Bereichen. Also wir haben Mandanten betreut im Bereich der Automobilindustrie. Wir haben ja eine ziemlich große Automobilindustrie oder auf der Seite der Elektrizitätswerke, Kraftwerke. Dort waren einige deutsche Unternehmen hier zugange, die dann ein Projekt hatten. Es gibt auch andere Unternehmen, die früher hier, einen Vertreter hatten, eine südafrikanische Gesellschaft oder eine Person, die sie hier vertreten haben und die dann gesagt haben, wir wollen das eigentlich selber gerne in die Hand nehmen, damit man den Markt besser kontrolliert, damit man die Kunden besser betreuen kann. Und sicherlich ist dort immer eine Sache, die mitschwingt oder eine Überlegung, die dabei ist, dass natürlich von Südafrika aus man den ganzen afrikanischen Kontinent eigentlich bearbeiten kann und bearbeitet wird. Und das sind viele Überlegungen von Unternehmern, die sagen, in Südafrika kann ich mir eine gute Foundation sozusagen bauen. Die Flugverbindungen sind gut, die Infrastruktur ist relativ sehr gut. Mit Banken und so weiter kann man gut arbeiten. Unser Steuersystem ist relativ stabil. Man weiß, woran man ist. Und das gibt gute Voraussetzungen in andere Afrika, also vor allem im südlichen Afrika, aber auch weiter hinaus bis nach Nigerien und so weiter. Also Sub-Saharan Africa, alles südlich der Sahara, wird eigentlich von hier betreut. Und viele Mandanten, die zum Beispiel in Minengeschäften sind oder in dieser Branche tätig sind, die sind alle eigentlich in Südafrika als Standbein und dann wird von hier gearbeitet. Während der privaten Geschichte oder privaten Mandanten, wie Chris das gerade besprochen hat, also es gibt einige, die sich das zweite Standbein hier aufbauen und sozusagen als Schwalben unterwegs sind, den Sommer und Sommer in Europa und dann hier verbringen. Kapstadt ist da ein sehr beliebtes Ziel, weil es im Winter fast unerträglich ist, aber im Sommer natürlich sehr schön. Und so gibt es einige, die sich dann so einrichten, dass man hier eine Immobilie erwirbt und dann halt so handelt. Jetzt die letzten Jahre, da gab es jetzt ja noch etliche Verwerfungen global. Also wir hatten die Corona-Krise, jetzt haben wir natürlich hier Krieg in der Ukraine. Also die Welt scheint laufend in der Krise zu stecken. Jetzt gibt's davon, wenn man die Länder anschaut, Länder, die haben große Nachteile, zum Beispiel China. Wir wissen, China, die Wirtschaft hat stark zu leiden, natürlich auch aufgrund der sehr strengen Covid-Policies. Andere Länder haben dadurch gewisse Vorteile. Also wir haben vor kurzem mit jemandem zum Thema Türkei zum Beispiel gesprochen. Viele Unternehmen in Europa lassen nun in der Türkei zum Beispiel fertigen, weil sie nicht mehr das Risiko mit China auf sich nehmen wollen. Wie ist Südafrika aus der Krise der letzten Jahre hervorgegangen oder auch aus der momentanen Krise? Wir haben ja auch natürlich steigende Inflation weltweit. Wie macht sich Südafrika oder was sind die konkreten Auswirkungen? War das positiv, negativ? Was können Sie dazu sagen? Also erstmal zur Inflation. In Südafrika leben wir schon seit Jahren mit einer Inflation. Unsere Inflationsrate ist zurzeit, die letzte Zahl war 7,5%, was relativ hoch ist. Wir waren, also im Durchschnitt liegen wir ungefähr bei 5,2% in den letzten 12 Jahren, kann man sagen. Also es wird versucht, diese Inflation zu managen, aber sie liegt bei rund 5%, kann man sagen. Der Impact, also von Corona, den hat man natürlich gespürt in der Wirtschaft. Das ist ganz klar. Natürlich die ganzen Lieferwege. Auch wir sind natürlich von China abhängig für gewisse Produkte. Das hat man sicherlich auch in der Autobranche sehr, sehr gemerkt. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, wir sind als Wirtschaft, zum einen haben wir sehr stark das Minengeschäft, also Rohstoffe, die wir verkaufen. Ich sag mal, die Ukraine oder der Krieg in der Ukraine hat sicherlich unser Steinkohle geholfen, weil die auf einmal wieder gefragt war oder gefragt ist. Es hat uns nicht so schwer tangiert, vielleicht wie es in Europa, weil wir halt nicht vom Gas abhängig sind. Also die hauptsächliche Stromerzeugung ist hier aus Steinkohle. Von daher haben wir nicht diese Inflation, die auf uns zukommt wegen der Energiekosten, aber wir haben halt die weltweite Inflation, die uns auch trifft.
Ja, das kann ich vielleicht dazu sagen. Ich glaube, der andere Vorteil für uns war eigentlich Brexit in dem Sinne, dass wir jetzt vor allen Dingen auf dem Agrarmarkt mehr Sachen jetzt in die United Kingdom verkaufen. Ich sag mal, früher gab es die Apfelsinen aus Spanien und jetzt kommen sie aus Südafrika, weil sie halt billiger sind. Interessant, denn habe ich gar nicht gewusst und ich bin gerade im UK, ja. Mir ist aufgefallen vor kurzem, dass Blueberries, also Blaubeeren, habe ich in Südafrika gesehen im Supermarkt. Ja, ja, gibt es wahnsinnig viele, ja. Also Blueberries, Wein, Trauben, all diese Geschichten. Also unsere Agrarwirtschaft hat eigentlich durch den Brexit meiner Meinung nach sehr gewonnen. Und natürlich hat dadurch, dass ich sag mal, die Devisen dann reinkommen, hat das unser Balance of Payment natürlich sehr geholfen. Und eigentlich ist dadurch unsere Währung relativ stabil. Im Gegensatz zur Türkei zum Beispiel, wo natürlich ein paar Experimente gemacht werden mit dem Zinssatz etc. Bei uns ist das eigentlich ziemlich sehr konservativ. Sagen wir, die Fiscal Policy, wir haben unsere Zinssätze auch jetzt erhöht im Rahmen wie sagen wir, der Rest der Welt oder der vernünftigen Welt, wenn ich so sagen darf. Also wir haben, unser Leitzinssatz ist jetzt, glaube ich, 9,75%. Also ist ziemlich relativ hoch, aber der war bei 7,5%. Also wir sind halt auch ein paar Schritte gegangen, so wie die UK oder auch die USA. Also von daher ist es eigentlich das Finanzkonzept von Südafrika ist eigentlich ziemlich stabil. Was uns natürlich sehr nach hinten geworfen hat, waren die Zuma-Jahre, wo wahnsinnig viel Geld geklaut wurde, kann man nur so sagen. Oder ich weiß nicht, Chris, vielleicht kannst du dazu was juristisch sagen. Zuma müsste man vielleicht kurz erklären, war Präsident in Südafrika von wann bis wann? Vor kurzem in jüngster Vergangenheit. Ja, ich denke, von 2009 war er fast 8 Jahre lang Präsident. Ich denke, Anfang 16 wurde er dann ersetzt und in der Zeit hat er sich vor allem durch große Korruption hervorgetan. Es wurde hier gesprochen von State Capture. Also er hat in allen Staatsinstanzen hat er seine Handlanger gesetzt, die dann also ganz gezielt den Staat und dessen Gesetze unterminiert haben, um Geld zu stehlen. Wobei also zuerst auf großem Stil bei Eskom, der staatliche Energie- oder Elektrizitätserzeuger, wie Uli vorhin schon sagte, hauptsächlich von Steinkohle. Und so wurden dann Verträge auf großem Stile geschlossen, wo dann minderwertige Kohle gekauft wurde oder endgültig bitter wenig Kohle für riesige Beträge gekauft wurde, so dass man also die Eskom sozusagen in den Bankrott getrieben hat und so mit allen staatlichen Instanzen, auch SAA, also der Luftlinie, die eigentlich auch bankrott ist und nicht mehr fliegt derzeit. Und staatliche Sicherheitsdienste gibt es sozusagen nicht mehr. Dort sollen, ich denke, 10 Billionen Rand gestohlen worden sein in den Zuma-Jahren. Man ist dabei, das aufzuarbeiten und es sind jetzt jüngst auch einige Menschen, also Handlanger von dem Zuma, festgenommen worden und angeklagt worden, aber keines der Verhöre hat bis jetzt angefangen und auf jeden Fall ist noch niemand im Gefängnis gelandet. Viele von uns hoffen, dass es endlich so weit kommt. Aber die jetzige Regierung hat die Situation angepackt und die Dinge, sage ich mal, verbessert oder ist es immer noch problematisch? Auf jeden Fall. Es sind viele Leute festgenommen worden und warten sozusagen darauf, dass ihre Verhöre, also die Verhandlungen losgehen. Es sind auch die beiden Obermacher aus der Zuma-Ära, 2 Brüder aus Indien namens Gupta, die also sozusagen das Gehirn
hinter diesen ganzen Korruptionsspielen waren. Die sind in Dubai festgenommen worden, wo sie derzeit in der Untersuchungshaft sind, und es läuft ein, wie sagt man, Auslieferungsantrag. Wir hoffen, dass sie bald hier in Südafrika landen und dann hier verhört werden. Also das heißt, Sie können aber ausländischen Investoren sozusagen die Sicherheit geben, dass die Dinge sich wieder zum Positiven entwickeln. Auf jeden Fall hat Südafrika sehr, sehr viel gelernt durch diese Jahre von den Zuma. Es war halt gewissermaßen, nachdem die Apartheid besiegt worden war und der ANC kam ans Ruder als Freiheitsorganisation, hatte sich einfach niemand denken können oder glauben wollen, dass diese Leute, die uns die Freiheit gebracht haben, dass aus den Reihen eine solche Korruption kommen könnte. Und von daher war dann die Zuma-Zeit, und als wir gesehen haben, was in der Zeit alles passiert ist, was ja dann erst nach und nach deutlich wurde, als das gesehen wurde, ja, das hat schon viele Augen geöffnet, und ich denke, es wird in der Zukunft wesentlich besser den Politikern auf die Finger geschaut werden. Also das war schon spannend, das mal, sagen wir mal, den Hintergrund von jemandem zu hören, der da vor Ort wohnt. Ich würde trotzdem gerne den, sagen wir mal, Boden oder das Parkett der Politik jetzt verlassen und zu bestimmten Fragen der Privatiers oder Geschäftsleute nochmal übergehen, die sich jetzt vielleicht wirklich praktisch dafür interessieren, das Land zu bereisen, zu besuchen, dort zu wohnen, Geschäfte zu machen, sich niederzulassen. Wie sieht es denn jetzt aktuell aus, wenn jemand jetzt nach Südafrika auswandern möchte? Wie einfach oder schwer ist es denn dort jetzt einen Aufenthalt zu bekommen, länger als 6 Monate? Ich vermute, als Tourist kann ich 3 Monate, vielleicht auch 6 Monate im Land bleiben, aber dann ist halt vorbei. Die Frage ist, wenn man länger bleiben möchte, und vielleicht können wir das mal trennen, Privatpersonen, und dann auch nochmal übergehen, ich möchte jetzt geschäftlich tätig sein, dann ist ja mehr nötig, nicht nur ein Aufenthaltsrecht, dann brauche ich eine Arbeitserlaubnis, will eine Firma gründen, aber das können wir vielleicht mal Schritt für Schritt jetzt uns zusammen angucken. Beginnen wir einfach mal mit dem Thema Aufenthalt. Ja, länger als 6 Monate. Sie haben ganz recht, also wer aus Deutschland kommt, eigentlich aus allen europäischen Ländern, kriegt hier bei der Einreise am Flughafen ein Besuchervisum, das 90 Tage gültig ist, und das kann man einmal verlängern lassen um weitere 90 Tage. Aber leider man kann es nicht anders sagen, unser Innenministerium, the Department of Home Affairs, ist relativ hoffnungslos. Es sind vollkommen überlastet, und die Anträge werden leider nicht so schnell bearbeitet, wie das sein müsste. Mit der Folge, dass wenn man auf 30 Tage gekommen ist, auf 90 Tage ein Visum bekommen hat und das verlängern will auf 180 Tage, kann man nicht sicher sein, dass man das rechtzeitig die Verlängerung bekommt, weil die Bearbeitungszeit so lange ist, und es kann also sein, dass man dann nach 90 Tagen wieder ausreisen muss, damit man keine Einreisesperre bekommt, obwohl gegen die kann man auch Berufung einlegen. Aber auf jeden Fall ist unser Department of Home Affairs, wo die Aufenthaltstitel vergeben werden, die sind ein großes Problem und schaden Südafrika finanziell durchaus. Man kann es nicht anders sagen. Oft werden Versprechen gemacht, dass es besser werden soll, und in gewissen Aspekten ist es besser geworden über die letzten Jahre, aber leider, und es ist noch sehr, dritte Weltstandard, und auf jeden Fall für den Durchschnittseuropäer wahrscheinlich ziemlich neu, wenn ich es so sagen kann. Leider ist es so. Also die Bedingungen für ein Permit hier selber ein Geschäft zu betreiben, sind relativ einfach. In dem Fall geht es auch meistens schneller, denn das Handelsministerium muss dann den Antrag befürworten,
Und dort sind dann, also das wichtigste Kriterium ist eigentlich die Summe an Geld, die hier investiert werden soll. Das sind ein Minimum von 5 Millionen Rand. Was sind das? Das sind 277.000 Euro, ich habe es gerade ausgerechnet. Ja, Dankeschön. Okay, das ist also, ich denke, für einen Geschäftsmann, der sich überlegt, hier ein Geschäft zu starten, sind das nicht Unsummen. Einerseits ist das das Kriterium und andererseits, ob Arbeitsplätze für Südafrikaner geschaffen werden. Also es wird dabei dann natürlich nicht so gerne gesehen, wenn der ausländische Investor dann nur seine eigenen Arbeitnehmer mitbringen will, sondern er soll Arbeitsplätze hier für Südafrikaner schaffen. Und wenn also 60% der Arbeitsplätze, die geschaffen werden sollen, für Südafrikaner sind, dann wird dem Antrag im Allgemeinen stattgegeben. Und das, vielleicht binnen ungefähr 6 Monate könnte das dauern. Jetzt gibt es doch aber bestimmt noch andere Möglichkeiten, ein langfristiges Visum zu bekommen. Also wir haben jetzt gesprochen über 90 Tage plus 90 Tage. Jetzt haben wir gerade gesprochen über das Visum als Unternehmer. Aber es muss doch noch andere Möglichkeiten geben, einen langfristigen Aufenthalt zu beantragen. Also wir haben dort ja in vielen Ländern auch Rentner zum Beispiel, die sich in einem Land niederlassen wollen. Wir haben digitale Nomaden, die vielleicht kommen, um übers Internet zu arbeiten oder im anderen Land zu wohnen. Und auch Leute, die einfach sagen, ich möchte gerne im Land leben und ich möchte jetzt einen langfristigen Aufenthalt haben, aber ohne vielleicht ein Unternehmen zu gründen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also die meisten Anträge, die ich bearbeite oder unterstütze, sind von finanziell unabhängigen Personen, die also hier direkt die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen, was dann auch den Vorteil hat, dass sie nur einmal in ihrem Leben mit diesem Department of Home Affairs zu tun kriegen. Denn wenn sie diese Aufenthaltsgenehmigung haben, brauchen sie nie irgendetwas verlängern zu lassen. Und da geht es dann, es muss ein Minimumvermögen von 12 Millionen Rand nachgewiesen werden. Das sind wie viel? 650.000 Euro. Stimmt das ungefähr? 677. 677. Ja, okay. Und dann muss eine einmalige Summe von 120.000 Rand an Home Affairs gezahlt werden. Allerdings erst, wenn dem Antrag stattgegeben wird. Das sind wie viel? Ungefähr 6.000 Euro. Und dann ist man so gut wie ein Bürger, nur man kann nicht wählen. Auch es dauert lange, bis diese Daueraufenthaltsgenehmigung gegeben wird oder zugestanden wird. Aber in der Zeit muss man halt mit den gewöhnlichen Touristenvisum ein- und ausreisen. Aber wer nachweisen kann, dass er wartet auf das Ergebnis eines Daueraufenthaltsgenehmigung-Antrages, der kann sein Touristenvisum öfter als nur einmal verlängern. Das heißt aber, Sie hatten angesprochen, dass man ein Minimumvermögen haben muss von 12 Millionen Rand. Herr Taborek hatte ja schon gesagt, ungefähr 650.000 Euro. Das heißt aber, wenn die jetzt zum Beispiel eine Immobilie haben im Ausland, in Deutschland oder sonst wo, die einen entsprechenden Wert hat, was ja nicht besonders jetzt schwierig zu erreichen ist für viele Mandanten, dann würde dieses zum Beispiel ausreichen, damit ich dann die Daueraufenthaltsgenehmigung bekommen könnte in Südafrika. Ja, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber also er hat eine Immobilie in Deutschland, die diesen Wert hat. Ja, genau. Ja, ganz richtig. Also er müsste dann von einem Wirtschaftsprüfer bestätigen lassen, dass die Immobilie hat, die also einerseits ihm gehört und andererseits diesen Wert hat, und schon wird er den Bedingungen gerecht. Ist ja relativ machbar sein für viele Mandanten, die ein bisschen besser situiert sind in Europa. Ja, es ist eigentlich also für europäische Verhältnisse ist es relativ wenig Geld. Es wird davon gesprochen, dass das Minimumvermögen, dass die Summe da erhöht werden soll.
Aber in Afrika passieren die Dinge langsam und es wird schon einige Jahre davon gesprochen und es ist noch nicht so weit gekommen. Ich habe jetzt auch tatsächlich vor kurzem mit einem Mandanten gesprochen, der ist aus Deutschland und er hat jetzt eben, und das geht natürlich vielen so, dass in der Zeit jetzt durch Corona dieses Ganze von zu Hause aus arbeiten und über Zoom arbeiten doch ganz neue Dimensionen angenommen hat und auch in Deutschland, was ja doch ein konservatives Land ist und wo es immer wichtig war, dass man sich auch persönlich trifft, dass man Präsenz zeigt, sich die Situation doch deutlich gelockert hat. Und insofern jetzt auch viele von zu Hause aus arbeiten können, auch langfristig. Und man sich jetzt natürlich sagt, wenn man als Freiberufler, weiß ich, Berater, Softwareentwickler oder anderweitig hier freiberuflich tätig ist, man das letztlich jetzt schon überall in der Welt machen kann, weil es eben bei den Kunden in Deutschland so akzeptiert wird. Dieser Mandant hat gesagt, okay, also ich wollte schon immer mal in Südafrika leben, mir gefällt dieses Land wahnsinnig gut, ich bin dort, war da öfter im Urlaub und das ist genau, was er gemacht hat. Er ist also dort oder ist dabei, das gerade zu tun, mit seiner Familie nach Südafrika zu ziehen, hat dann letztlich seine Auslandseinkünfte aus Europa. Ist das ein Trend, den Sie auch beobachten können? Haben Sie so einige Leute vielleicht auch schon kennengelernt, Mandanten, die so durch die Corona-Zeit jetzt irgendwie auf einmal die Möglichkeit haben, überall zu leben? Ist das was Sie gesehen haben? Ja, also ich kann das auf jeden Fall bestätigen. Ich meine, nicht nur, von Kontinent zu Kontinent innerhalb Südafrikas haben sich auch viele bewegt. Die sind dann halt von Johannesburg irgendwo an die Küste gezogen, weil sie von dort genauso gut arbeiten können wie von hier. Aber den Trend, den kann ich nur bestätigen. Es gibt einige, die für sich entdeckt haben, die können jetzt woanders sitzen und genauso gut arbeiten. Vor allen Dingen, sagen wir, auf diesen Consulting-Bereichen oder auch in der IT-Branche vor allen Dingen. Jetzt möchte ich trotzdem gerne noch mal präzise nachfragen. Wir haben jetzt über Touristenvisum gesprochen, wir haben über dieses Privatier-Visum oder wie auch immer wir das nennen, also Visum für Vermögen. Financially Independent Visa wird es genannt. Ja. Genau. Und jetzt gibt es in vielen anderen Ländern, über die wir auch schon gesprochen haben und die wir auch auf unseren Webseiten vorstellen, gibt es dazwischen aber noch andere Möglichkeiten, einen längerfristigen Aufenthalt zu haben. Gerade Sebastian Saubern hat es ja gerade auch beschrieben, eben gerade Leute, die jetzt vielleicht Freelancer sind oder die remote arbeiten können für eine andere Firma und die jetzt, sagen wir nie, diese 670.000 Euro noch nicht, wie auch immer, vielleicht auf dem Konto haben, aber trotzdem sagen, ich würde jetzt gerne mal 1, 2, 3, 4 Jahre, wie auch immer, da unten wohnen und von dort aus remote für meine Firma arbeiten. Mir gefällt es da unten. Gibt es für die irgendeine Möglichkeit, dort auch sagen wir mal, vielleicht einen Jahresaufenthalt zu bekommen, den man vielleicht dann wieder verlängern kann? Was gibt es da für Möglichkeiten noch? Also einerseits gibt es das sogenannte Rentner-Permit, wobei man nicht Rentner sein braucht, sondern man muss nur ein garantiertes Einkommen haben von 37.000 Rand. Ich habe es eben ausgerechnet, sind ungefähr 2.100 Euro. Wenn man nachweisen kann, dass man diese Summe jeden Monat bekommt, dann ist man hier auf ein Permit berechtigt. Das müsste aber dann sein aus zum Beispiel einer Art Versicherung, einer Leibesrente oder es könnten auch Mieteinkünfte sein. Aber es muss ein festes, sicheres Einkommen in dieser Höhe pro Monat sein. Dann bekommt man ein Rentner-Permit, was auf 3 Jahre ausgestellt wird und was sich verlängern lässt. Und dann, also jedes Permit, also wenn man wer 5 Jahre hier war auf einem zeitlich begrenzten Permit, der kann die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Das gilt in allen Kategorien. Das Beispiel, was Sie jetzt nannten, Herr Taborek, davon hat gewissermaßen diese Person, die Sie die Sie schilderten, der also sich hier einfach ein paar Jahre aufhalten will, davon hat Südafrika sehr wenig, wenn er nicht einiges Geld hat. Also das würde ihm schwerfallen, hier ein Visum zu kommen. Allerdings, wir sehen öfter, dass
Firmen im Ausland hier Töchter gründen und dann Arbeitnehmer hierhin versenden. Es ist leicht und nicht kostspielig, hier eine Tochtergesellschaft zu gründen. Und in dem Fall wird dann der entsandte Arbeitnehmer wird, solange er weiterhin in Europa oder im Ausland gezahlt wird er nicht als Konkurrenz gesehen für einen südafrikanischen Posten. Und deswegen ist diese Art Visum relativ einfach zu bekommen. Jetzt haben wir jetzt das Thema, was Sie gerade angesprochen hatten, also dass jetzt jemand zum Beispiel und ich ja auch letztendlich, also ich komme jetzt nach Südafrika und arbeite in Südafrika entweder für meine eigene Firma, für mein eigenes Business, oder ich bin bei einer ausländischen Firma angestellt und beziehe von dort ein Einkommen. Da kommen wir jetzt automatisch ein bisschen auch in das steuerliche Thema. Das heißt, wie sehen generell die Steuern aus im Land? Also wir reden ja immer von verschiedenen Steuern, von Einkommenssteuern. Da interessiert uns ganz speziell auch das Auslandseinkommen immer wieder. Aber vielleicht auch Kapitalerträge, die wir dort mit dazu packen können. Also alles das vor allem, ich bin im Land, aber beziehe mein Einkommen, wie auch immer, aus dem Ausland. Wie sieht es denn da steuerlich aus? Ab wann wer muss eine Steuererklärung abgeben, wenn er im Land wohnt? Reicht es da, sich nur aufzuhalten im Land? Oder? Also ja, also hier wird unterschieden, ich weiß nicht, ich kenne mich da im deutschen Steuerrecht nicht so gut aus, muss ich gestehen, aber hier wird unterschieden, also wenn Sie permanent, also so ein Visum bekommen mit den, was weiß ich, 800.000 oder 650.000 Euro oder was auch immer, und Sie also permanent einreisen können ohne ein sozusagen Besuchervisum, heißt das noch lange nicht, dass Sie hier steuerpflichtig sind. Also das muss man trennen. Also hier hat man diese 5-Jahres-Regel, ob Sie hier permanent wohnen und also ich glaube, ähnliche Regeln gibt es also ziemlich weltweit, je nachdem, wie Sie in diesem 5-Jahres-Zeitraum sich hier aufenthalten, kann es sein, dass Sie dann hier permanent, also hier steuerlich auch pflichtig sind. Wenn Sie immer rein und raus wandern und nicht permanent, gibt's ja diese verschiedenen Tests, die 180-Regel, 180-Tage-Regel, die 3-Jahres-Regel, die 5-Jahres-Regel. Und wenn man dann außerhalb dieses Roster fällt, dann ist man hier eigentlich nicht steuerpflichtig. Es sei denn, man verdient Geld in Südafrika. Und das ist natürlich auch eine spannende Frage, wenn Sie auf dem Internet irgendwie Beratungen machen, wo findet diese Beratung statt? Findet die in Deutschland oder auf der griechischen Insel statt oder findet die in Südafrika statt? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den wir haben. Diese Grauzonen sind noch grau bei uns. Von daher, wenn Sie es steuerpflichtig machen wollen, dann können Sie das hier gerne machen. Aber es ist halt sehr schwierig, das nachzuvollziehen, wo diese Leistung erbracht wird. Generell gilt, wenn die Leistung in Südafrika erbracht wird, ist sie eigentlich hier steuerpflichtig. Also gilt dann Source of Funding. Dann würden Sie, gesetzt der Fall, Sie würden vielleicht ein Jahr nach Südafrika ziehen und von hier aus arbeiten, dann würden die Honorare, die Sie verdienen in Südafrika, für dieses Jahr in Südafrika steuerpflichtig sein. So, die Steuersätze, vielleicht kurz dazu. Wir haben also einen gestaffelten Steuersatz, ich glaube wie in vielen Ländern. Also wir haben eine Progression, ungefähr bis zu 80.000 Rand im Jahr sind steuerfrei. Und dann setzt der Steuersatz an, bis zu 45% ist der Spitzensteuersatz. Und also ich glaube, ich habe es irgendwann mal ausgerechnet, es ist wahrscheinlich wieder anders, aber ich glaube, es sind ungefähr 6 Millionen Rand müssen Sie verdienen im Jahr, wenn Sie beim Spitzensteuersatz sein wollen, als Person. So, die Firmen haben andere Steuersätze. Die Firmen haben generell, also wir haben Einkommensteuer,
Momentan 28% ist die Einkommensteuer für Firmen, also Profit. Dieser wird reduziert ab nächsten Jahr auf 27%. Und dann haben wir noch eine Dividendensteuer, also wenn Sie Dividenden ausschütten, von 20%. Also die ist halt nur fällig, wenn Sie Dividenden ausgeschüttet haben. Ich weiß, mit Deutschland haben wir ein Doppelbesteuerungsabkommen. Wenn Sie von einer südafrikanischen Tochter nach Deutschland eine Dividende ausschütten, brauchen Sie nur 7,5% Dividendensteuer zahlen. Aber dann müssen Sie halt gewisse Voraussetzungen erfüllen. Aber es gibt dort eine Möglichkeit, das zu reduzieren. Ich weiß es nicht, wie es zum Beispiel in Österreich oder Griechenland aussieht oder anderen Ländern. Das müsste man dann eruieren. Die andere Frage war Kapitalerträge. Also Kapitalerträge waren lange nicht zu versteuern in Südafrika. Das fing an, ich glaube 2010 oder sowas, dass man Kapitalertragssteuer ins Gesetz gebracht hat. Und es passiert wie folgt. Als Privatperson ist es so, wenn Sie, ein Grundstück hatten und Sie haben auf dem Grundstück 1 Million Rand Profit gemacht, dann wird 40% von diesem Profit zu Ihren steuerlichen Einkommen dazu addiert und darauf zahlen Sie dann maximal 45%. Bei den Gesellschaften, wenn die Gesellschaft das Gleiche hat, wird nicht 40%, sondern 80% von dem Gewinn dazu addiert und darauf dann die 28% Gewinnertrag, also Gewinnsteuer, erhoben. Das heißt, für Gesellschaften ist der Steuersatz etwas höher als für Individuals. Und es gibt ein paar Ausnahmen, zum Beispiel die Primary Residence, also wenn Sie Ihren Wohnort haben, wo Sie wohnen, wobei im Steuergesetz nicht verankert ist, was das bedeutet. Das heißt, Sie könnten das Objekt vermieten, aber Sie können nur eine Primary Residence haben. Wenn Sie die verkaufen, haben Sie einen Freibetrag von 1,5 Millionen Gewinn, der nicht zu versteuern ist. Aber es gibt natürlich viele Ausnahmen und viele Variationen, aber das ist generell, wie Kapitalerträge versteuert werden. Sehr interessant. Herr Kettlert, ich wollte jetzt noch mal kurz auf das Thema eingehen, was Sie zu Anfang erwähnt hat. Ich hatte das auch mal gelesen, wie das funktioniert für die Ausländer. Und ich wollte mal Sie jetzt fragen, ob ich das richtig verstanden habe. Also mein Verständnis ist folgendes. Wenn jetzt jemand eben so eine Daueraufenthaltsgenehmigung hat und dann sich also in einem 5-Jahres-Zeitraum mehr als 915 Tage in Südafrika aufhält, dann ist er ab dem 6. Jahr für sein Welteinkommen in Südafrika steuerpflichtig. Allerdings nicht während der 5 Jahre, sondern erst ab dem 6. Jahr. Außer er ist dann im 6. Jahr mehr als 330 Tage außerhalb von Südafrika, dann fängt die 5 Jahre von vorne an. So ist es. Ja, genau so ist es. Ja. Das heißt also, wenn jetzt jemand, wie Sie natürlich schon gesagt haben, wenn jetzt jemand natürlich Einkünfte hat aus Südafrika, ich sage mal zum Beispiel Mieteinnahmen oder hat dann ein lokales Gewerbe, dann ist natürlich immer in Südafrika steuerpflichtig, das ist mir klar. Aber angenommen, wir hätten jetzt jemanden, der ist jetzt zum Beispiel ein Deutscher, der hat jetzt irgendeine Firma, ich sag mal, was weiß ich, in England oder in Malta, diese Firma schüttet ihm Dividende aus und er ist eben in Südafrika im Grunde genommen während 5 Jahren mehr oder weniger permanent, dann ist im Grunde genommen diese Dividende dann in Südafrika steuerfrei und wäre ab dem 6. Jahr wäre er dort dann unbeschränkt steuerpflichtig, müsste dann versteuern, außer er ist eben dann ab dem 6. Jahr praktisch gar nicht in Südafrika, dann geht's von vorne los. Genau so ist es, ja. Nee, völlig richtig. Insofern ist es natürlich dann interessant, also sehr interessant natürlich für Mandanten, die Auslandseinkünfte haben. Mir ist klar, was Sie gesagt haben zu diesen Grauzonen. Das ist natürlich in vielen Ländern eben so eine Grauzone. Wenn man jetzt dann vor Ort arbeitet als Freelancer und sich dann und auch wenn es für eine ausländische Firma ist, dann ist natürlich die Frage, liegt da eine Betriebsstätte vor? Ist es da steuerpflichtig? Also das ist in vielen Ländern so. Man darf sich ja, glaube ich, nicht der falschen Sicherheit hingeben und jetzt hier sagen, wenn man vor Ort wirklich arbeitet, dann ist es tatsächlich steuerfrei. Also wie Sie schon gesagt haben,
ist eine Grauzone, aber wirklich verlässlich und belastbar, nach meiner Ansicht, ist es nicht, ja. Nein, da will ich Ihnen recht geben. Ich glaube, man kann nur sagen, Ihr Mandanten oder der Mandant sollte irgendwo das versteuert haben, dieses Einkommen. Dann ist er vielleicht auf der sicheren Seite. Wenn er sagt, es wird in Malta versteuert, dann ist es in Malta versteuert. Und dann kann man ja immer sagen, da ist sein steuerlicher Wohnsitz und von daher ist es dann kein Problem. Genau, Also, aber man ist eben in Südafrika und ist ja in vielen anderen Ländern auch so. Auch, wir reden hier mal zum Beispiel jetzt mit Gästen, zum Beispiel aus Costa Rica, Panama, Paraguay und so. Dass im Grunde viele Dinge dann einfach in vielen Ländern ja auch noch nicht definiert sind. Ja, eben wie schon gesagt, so eine Grauzone. Aber man muss im Grunde damit realistisch umgehen, ja. Und also man kann zwar sagen, okay, gut, also ich sehe das so, wie ich das sehe, aber auf keinen Fall sollte man jetzt meinen, dass es per Gesetz tatsächlich expressis verbis tatsächlich steuerlich befreit ist, ja, sondern eben das ist ein bisschen so Auslegungssache, würde ich mal sagen. Absolut, absolut. Vielleicht nur, um das zu komplettieren von der steuerlichen Seite her, wir haben natürlich auch Mehrwertsteuer hier. Unser Mehrwertsteuersatz ist 15%, wobei natürlich eine interessante Grauzone ist der Export von Leistungen, also Beratungsleistungen zum Beispiel. Wenn ich jetzt Sie in Deutschland oder in der UK beraten würde, gibt es zwei Meinungen, die großen Big Four oder die sagen, da müssen Sie Mehrwertsteuer drauf verlangen, weil ich die Leistung hier erbracht habe. Die andere Meinung ist, ich habe die Leistung exportiert und deswegen ist es mit 0 Mehrwertsteuer zu belegen. Generell gilt, wenn Sie eine Gesellschaft haben in Südafrika, zum Beispiel wenn Mandanten eine Gesellschaft gründen, um was weiß ich, ein Haus zu kaufen oder was immer, und Sie haben einen Umsatz von mehr als 1 Million Rand im Jahr, müssen Sie sich anmelden für die Mehrwertsteuer. Aber es ist das klassische, also Mehrwertsteuer-Wettsystem. Wir hatten vor Jahren, also ich glaube vor 30 Jahren hatten wir das andere System, dieses GST-System, aber wir haben also Value-Added Taxation. Wie ist denn das jetzt? Also es ist ja durchaus vorstellbar, ich würde jetzt ja mal annehmen, wir kommen sicher gleich mal auf zu sprechen, dass das Lohnniveau in Südafrika deutlich niedriger ist. Also man könnte sich jetzt durchaus vorstellen, dass man sagt, man eröffnet dort als Unternehmer im Dienstleistungsbereich, weiß jetzt ich, man ist jetzt irgendwie im Online-Marketing-Bereich oder im Softwareentwicklungsbereich tätig, man eröffnet dort ein Büro, ein kleines, also dann eine kleine Gesellschaft, hat da so ein Team, vielleicht mit Mitarbeitern, die dann auch Leistungen erbringen, letztlich für Kunden, die jetzt eher im Ausland sind, also das heißt in der westlichen Welt, Europa, USA und so weiter und so fort. Wie arbeitgeberfreundlich ist denn das Klima denn? Also wie hoch sind so die Personalkosten, die Lohnnebenkosten? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie einfach und schwierig ist es, Leute anzustellen? Wie ist das in Südafrika? Die Lohnnebenkosten sind eigentlich ziemlich niedrig in Südafrika. Wir haben also keine großen Sozialversicherungsbeiträge. Sie sind auch nicht verpflichtet, an irgendeiner, also Retirement Fund zu gehören, etc. All diese Sachen sind nicht verpflichtend. Sie müssen auch nicht an eine Medical Aid, brauchen sie auch nicht ihren Arbeitnehmern zu geben. Das heißt, die Lohnnebenkosten sind eigentlich sehr, sehr gering im Vergleich zu Europa. Das ist also zumindest das, was wir immer wieder erfahren. Sie können, also wenn Sie jemand, sagen wir nur als Beispiel, wenn Sie jemand 10.000 Rand im Monat zahlen, sind Sie maximal bei 10% Lohnnebenkosten dabei. Maximal. Also es sind in der Regel wahrscheinlich weniger. Aber Sie wie hoch ist es so ein Durchschnittsgehalt? Also wenn jetzt jemand, was verdient eine Sekretärin zum Beispiel, oder was würde jemand jetzt verdienen, der jetzt qualifiziert ist als, weiß ich nicht, ein Architekt, Softwareentwickler, sowas in der Art? Also das Problem in Südafrika ist, wir haben, da sprachen Sie, Herr Tobak, schon davon, dass auch viele wieder auswandern. Und es wandern natürlich sehr viele Südafrikaner aus. Und zwar ist das der sogenannte Brain Drain. Viele sind natürlich da, wo Sie sind, in der UK gibt es wahnsinnig viele Südafrikaner, Ärzte, Architekten, Ingenieure und so weiter. Auch in meiner Branche sind viele, die auswandern. Und von daher haben wir ein Skills Shortage. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, den Sie benötigen, um Ihre Gesellschaft hier voranzutreiben, kann es sein, dass Sie, viel Geld bezahlen müssen für diese Person, die qualifiziert ist. Unqualifizierte Arbeiter haben wir genügend.
Da sind die Lohnkosten sehr niedrig. Einerseits, also die Lohnnebenkosten sind nicht sehr hoch, aber also von der Gesetzgebung, der Arbeitsgesetzgebung, es ist nicht sehr arbeitgeberfreundlich. Also man kann zwar sehr leicht einen Arbeiter einstellen, aber ihn wieder loszuwerden, das ist weniger einfach. Aber vermutlich soweit ich das beurteilen kann, lässt sich das mit der Situation in Deutschland vergleichen. Jetzt zum Thema Gesetzgebung, was auch viele unserer Mandanten interessiert, wenn sie in ein anderes Land auswandern, ist, wie steht das Land zum Thema Kryptowährungen? Und da war ja diese Woche gerade eine spektakuläre Nachricht zumindest, die man lesen konnte. Das heißt, endlich hat wohl Südafrika, was die Kryptoregulierung betrifft, da mal Nägel mit Köpfen gemacht. Und es heißt, zumindest war das so nachzulesen in den News, dass wohl jetzt Krypto ein offizielles amtliches Finanzprodukt ist. Das heißt, etwas mehr Klarheit in der steuerlichen Betrachtung ist, weil eigentlich war generell bisher jemand, der jetzt Kryptoeinkünfte hatte, die Regelung konnte man fast als unterirdisch bezeichnen. Das heißt, es war unsicher, wird es jetzt als Kapitalertrag, als Einkommen gerechnet und so weiter. So wird die Steuern sowieso relativ hoch, obwohl es ja interessant ist, dass auf der einen Seite wie Südafrika führend im Real Mining sozusagen waren, das heißt die größten Minen durchaus hatte, auch zum Thema Krypto, wo Südafrika führend ist im Kryptowährungsbesitz, also über 8 Millionen, sollen wohl in Südafrika Kryptowährungen halten und damit ist Südafrika auch dort auf Platz 1. Auf der gleichen Seite allerdings mit die schlechteste steuerliche Regelung oder Behandlung vom Kryptowährungsbesitz. Können Sie generell dazu was sagen? Wie sehen Sie den Trend? Wie sieht es aus, wenn man in Südafrika leben will und vielleicht ein Einkommen durch Mining oder Kryptowährungshalt daraus verdienen will? Also man muss dazu sagen, wir haben natürlich Devisenbeschränkungen in Südafrika. Ich sage immer, Sie können Geld nach Südafrika bringen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wenn Sie es verkehrt reinbringen, werden Sie Probleme haben, es wieder rauszubringen. Das heißt, da muss man sehr aufpassen, wie man das Geld reinbringt. Und deswegen ist Krypto ein sehr beliebtes Objekt der Südafrikaner, weil man natürlich dadurch sein Geld irgendwie, also nicht im Rand hat, sondern in einer anderen Währung. Und ich weiß, die steuerliche Behörde hat sich darum sehr gekümmert. Auch unsere Reserve Bank hat sich sehr um dieses Thema gekümmert. Ich habe jetzt diese letzten Sachen nicht verfolgt, aber ich weiß, die sind da dran gewesen, um das zu regeln. Und ich kenne mindestens 10 Krypto-Miners in Südafrika, die unter anderem mit Solarstrom die ganzen Sachen betreiben und sagen, es ist for free, weißt du? Und so machen die das. Also es gibt sehr viele, die das betreiben und ja, eine gute Sache. Interessant. Was jetzt natürlich für viele Mandanten ein Thema ist, und das ist vielleicht kein sehr schönes Thema, aber so die Sicherheitssituation in Südafrika ist natürlich schon, wenn man das von außen betrachtet und jetzt nicht vor Ort ist und es nicht kennt, wirklich wirkt schon zum Teil bedenklich. Wie sehen Sie das? Wie ist die Sicherheit dort einzustufen? Ich weiß nicht, bei mir ist jetzt der Strom ausgegangen. Ich bin noch, glaube ich, auf Sendung. Also wir haben hier noch der Server ist noch an. Sehr gut, ja, vielen Dank. Es freut uns, dass Sie bis zur letzten Minute ausharren, die Batterie letztlich hier austrocknen. Ja. Also es ist halt so, wie vieles in Südafrika, es gibt sozusagen diese parallelen Gesellschaften. Man hat halt privaten Sicherheitsschutz. Also ich lebe zum Beispiel auf einem Golf Estate. Da muss man mit seinem Fingerabdruck durch das Gate kommen und ansonsten kommen sie nur rein, wenn sie ihren Ausweis zeigen. Da Kameras etc. überall. So organisiert man die Sicherheit. Aber es gibt sicherlich Plätze, da würde ich nicht hingehen. Aber ich meine, ich kenn Gegenden in Berlin, da würde ich auch nicht hingehen. Also man muss halt ein bisschen gucken, wo man ist. Aber das ist das Gleiche, ich sag mal, bei der medizinischen Versorgung. Es gibt natürlich staatliche Krankenhäuser, da würde ich nicht unbedingt hingehen. Aber es gibt private Krankenhäuser,
Ich meine, Südafrika ist bekannt, Groote Schuur, da war die erste Herztransplantation von Chris Barnard in den 60er Jahren. Also wir haben wirklich eine parallele Welt oder eine zweischneidige Welt. Auf der einen Seite hat man, sagen wir, First Class und auf der anderen Seite dritte Welt. Und so sieht das bei der Sicherheit halt auch aus. Und man muss sich halt organisieren. Das heißt also konkret, es gibt viel dann gated Communities und sowas, wie Sie schon beschrieben haben, wo man letztlich dann private Sicherheitsdienste hat, die einen dann so ein bisschen abschirmen. Und natürlich, wie Sie schon richtig gesagt haben, man muss halt, ich sag mal, streetwise sein und wissen, wo man sein kann und wo man nicht sein kann. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt an Familien denken, so Kinder und Schulbildung, wie würden Sie das da einschätzen? Würden Sie sagen, also für jetzt Ausländer würden Sie auf jeden Fall Privatschule empfehlen oder gibt's da staatliche Schulen, die gut sind? Wie schätzen Sie das? Macht man Homeschooling? Was machen Ausländer? Auf jeden Fall Privatschulen. Es gibt sehr gute Privatschulen. Es gibt 3 deutsche Auslandsschulen hier in Südafrika, in Kapstadt, in Johannesburg und Pretoria, die also dem deutschen Auswärtigen Amt unterstehen und so aus Deutschland subventioniert werden. Das sind auf jeden Fall gute Schulen, gelten hier als gute Schulen, aber es gibt auch ausgezeichnete andere Privatschulen. Das öffentliche Erziehungswesen ist leider sehr, sehr schwach. Aber das käme kaum in Frage für Investoren, die sich hier niederlassen, zu gedenken. Ja, also dem will ich 100% beipflichten. Und das ist auch wieder diese parallele Gesellschaft. Die haben also öffentliche Schulen, die wirklich nicht sehr gut sind, und sie haben viele private Schulen, die wirklich top sind. Und das Gleiche gilt dann auch für Universitäten und generell das Bildungssystem. Es gibt sehr gute Schulen. Und wie gesagt, Sie können in Südafrika auch Abitur machen, entweder in Pretoria, Kapstadt oder in Johannesburg. Und das machen auch viele. Und im Übrigen sind diese Schulen, also die 3, auch sogenannte Begegnungsschulen, wo also auch viele, sagen wir, previously disadvantaged Schüler dort gefördert werden, um auch versucht werden, um denen eine Chance zu geben, also auf der Bildungsseite. Interessant. Ich habe noch eine Frage, was mich interessieren würde. Und zwar, man hört ja immer wieder davon, dass es möglicherweise zu einer Neugestaltung, Neuorganisation, Neuordnung des Finanzsystems käme. Und auf der Webseite vom Atlantic Council habe ich gesehen, dass in Südafrika unter anderem schon ein Pilotprojekt für diese digitale Zentralbankwährung laufen soll. Also man sieht ja da auf der Webseite vom Atlantic Council, in welchen Ländern sie schon aktiv ist, wo es noch Research gibt und wo schon pilotiert wird. Ich glaube, der größte Pilotierungsort ist ja China, aber unter anderem war für mich interessant, Südafrika gäbe es auch ein Pilotprojekt für diese digitale Zentralbankwährung. Können Sie uns dazu was erzählen, was sagen? Wissen Sie, was da läuft? Im Detail weiß ich leider nicht genau. Ich weiß nur, unsere Zentralbank, also die Reserve Bank, hat sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und generell kann man sagen, unser Bankwesen ist eigentlich ziemlich weit vorne, also weltweit gesehen. Und viele von unseren Bankern waren auch bei der World Bank etc. und sind also, unser Bankwesen ist eigentlich sehr gut aufgestellt, muss ich sagen. Also wir hatten auch schon, sagen wir, vor der Subprime-Krise in Amerika hatten wir hier schon ziemlich harte Maßnahmen, was die Banken betreffen, die verantwortlich sind, wenn sie jemand Geld geben, ohne ordentlich zu prüfen, ob der das überhaupt zurückzahlen kann. Also da gibt es ganz, ganz strikte Regeln.
für die Banken und die werden also sehr strikt kontrolliert. Und von daher ist unser Bankwesen eigentlich, ja, muss man schon sagen, world class. Ist es denn generell, wenn ich jetzt ein Unternehmen gründe in Südafrika oder eben zum Beispiel auch meinen Wohnsitz dort habe, also meine Residenz habe, wie einfach oder schwer ist es, ein Bankkonto zu eröffnen? Kommt doch an, wo Sie sind. Also wenn Sie hier sind, geht es einfacher. Wenn Sie drüben sind, ein bisschen schwierig. Aber wir machen das sehr oft also helfen Mandanten, das zu machen, vor allen Dingen, wenn sie Gesellschaften gründen. Also das ist manchmal nicht leicht, aber wir kriegen es hin in der Regel. Wir arbeiten, also wir haben eigentlich 4 oder 5 Großbanken, mit denen man arbeiten kann. Und die sind auch, ich sage mal, digital alle sehr gut aufgestellt. Also sie können auch weltweit auf ihr Konto zugreifen und solche Sachen machen. Ist halt, das Wichtigste ist zu wissen, wenn Sie Geld ins Ausland bewegen wollen, das ist nicht einfach. Da brauchen Sie Genehmigungen für und so weiter. Also es gibt halt Devisenbeschränkungen. Aber innerhalb Südafrika können Sie Geld bewegen, kein Problem. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt, ja. Also das ist natürlich was man beachten muss, ja, dass man dort entsprechende Devisenbeschränkungen hat. Und müsste man im Zweifelsfall dann halt ein Auslandskonto haben für die Gesellschaft in Südafrika, die dann letztlich, womit man dann letztlich operieren kann. Ja, das ist auch möglich. Also je nachdem, wie die Einnahmen sind. Sie können, wenn Sie, sagen wir, einen Euro oder einen Pfund verdienen als Gesellschaft in Südafrika, dürfen Sie auch so ein Konto führen. Wenn nicht, dann wird es schwierig. Dann müssen Sie erklären, wieso Sie überhaupt ein Euro-Konto haben. Mhm. Ah ja, interessant. Ja, das klingt streng, ja. Ja, nee, das ist sehr streng. Das Bankwesen ist streng. Das muss man sagen. Da wird aufgepasst. Deswegen ist es umso für mich unbeschreiblich oder unfassbar, was unter Zuma passiert ist, wie viel Geld das Land verlassen hat, obwohl man diese Reserve Bank hat. Also es sind Milliarden ins Ausland verschwunden. Und da räumt man jetzt halt auf und versucht, das Geld auch zurückzubekommen von diesen Gebrüdern, die Herr Leistner von geredet hat, die in Dubai festgenommen worden sind. Also es gibt wahnsinnig viel südafrikanisches Geld, das in Dubai gelandet ist, und das wollen wir gerne zurückhaben. Verständlich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir haben immer so unsere Rubrik kurze Frage, kurze Antwort, so unsere 3 Schlussfragen. Und zum Beispiel, wenn jetzt jemand nur sehr kurz mal nach Südafrika kommen würde, was muss man unbedingt gesehen haben beim Kurzaufenthalt? Für mich einer, der noch nie in Afrika war, man muss einen Elefanten gesehen haben. Und in freier Wildbahn. Nehmen Sie dem zu, Herr Leistner? Ich würde sagen Kapstadt. Ich sitze zwar in Pretoria, 1500 Kilometer weit weg davon, aber Kapstadt ist die schönste Stadt des Universums. Absolut. Es ist einfach wunderschön. Ich bin leidenschaftlicher Rotweintrinker. Es ist voller Weinfarmen. Also Kapstadt ist eine Traumstadt. Ich würde zu gerne dort leben, aber nun hat sich mich das Leben hierher verschlagen, aber ich bin gerne im Urlaub dort. Auf jeden Fall, so muss man Kapstadt gesehen haben. Ah, gut zu wissen. Gibt es denn jetzt so das typische Nationalgericht? Also wenn ich jetzt da mal im Restaurant bin, was muss ich unbedingt mal bestellt und probiert haben? Ja, nicht unbedingt im Restaurant, aber Biltong muss man gegessen haben. Biltong ist eine Art Trockenfleisch, ist vergleichbar mit dem amerikanischen Jerky Meat, aber wesentlich besser. Es wird ein paar Tage, also kriegt viele Gewürze und wird ein paar Tage in bewegende Luft gehangen und ist dann vergleichbar vielleicht mit einem Schinken, aber also, ja, schmeckt sehr, sehr gut und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, vielleicht kann ich so als Ergänzung geben, es gibt sehr gute Restaurants in Südafrika, aber hierzulande wird viel, was wir nennen, gebräut. Also Barbecue, jeder hat, das Fleisch ist relativ günstig hier und ist auch sehr gut und gibt auch gutes Chicken und solche Sachen. Und also in der Regel wird hier viel Barbecue gemacht oder wir sagen Braai. Kein Land für Veganer.
Ja. Okay. So, eine letzte Frage noch. Also, welchen Fehler sollte man als Deutscher unbedingt vermeiden, wenn man nach Südafrika kommt? Ja, man sollte die Einwanderung nicht ohne Anwalt versuchen. Da sehen Sie mal das Ding. Ja, also ich würde sagen, das Wichtigste ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, Sie können Geld nach Südafrika bringen, aber wenn Sie es verkehrt reinbringen, haben Sie Probleme, es irgendwann mal wieder rauszuholen. Und da müssen Sie unheimlich aufpassen. Sie müssen auch, wenn Sie eine Firma gründen, die muss dann auch, also die Anteile müssen dann auch als Non-Resident erstmal abgestempelt werden von der Bank. Das vergessen viele. Und dann, wenn sie die Firma verkaufen oder eine Dividende ausschütten wollen und man hat das nicht gemacht, damals bei der Gründung, hat man Probleme. Also das sind so kleine Sachen auf der Devisenseite, wo man aufpassen muss. Das waren doch mal ein paar gute praktische Ratschläge. Vielen Dank. Dann, wenn jetzt Zuschauer, Zuhörer von uns mit Ihnen persönlich in Kontakt treten möchten, weil sie weitere Fragen haben, wie kommen Sie am besten oder wie können Sie am besten mit Ihnen in Kontakt kommen? Ja, über E-Mail oder per Telefon. Und wir blenden beides ein am Ende. Ja, jederzeit gerne. Ja, dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, vielen herzlichen Dank an Sie beide, Herr Leistner und Herr Kettelhut. Es war sehr spannend, wir haben viel dazugelernt. Es hat mich wirklich sehr gefreut, mit Ihnen dieses Gespräch heute zu haben. Ja. Vielen Dank, das war interessant. Ja, vielen Dank. Ja, war interessant. Ja, vielen Dank. Danke. Und danke für dass es so geklappt hat. Danke, schönen Abend auch wieder. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.